In dieser Zeit der Geschichte waren die Ägypter die Herrscher. And the Egyptians will control the cities through their kings. Und die Ägypter würden die Städte durch ihre Könige kontrollieren. And they were supposed to give back to Egypt stipulated tributes. Und die Kanaaniter mussten den Ägyptern Tribute zahlen. And under the Egyptian Empire control, the Canaanite cities declined drastically in wealth. Und die kanaanitischen Städte oder das Land Kanaan hat sehr an Reichtum verloren unter der ägyptischen Herrschaft. So the cities were left disorganized and helpless. Die Städte waren chaotisch und hilflos. And humanly speaking, this is what enabled the people of Israel to conquer the land. Und wenn wir das aus menschlicher Sicht anschauen, dann war das der Grund, warum die Israeliten das Land Kanaan einnehmen konnten. So in contrast, let's just look a little bit about what is this nation that God was forming, the people of Israel. Lass uns jetzt im Gegensatz mal das Land betrachten, was Gott hier gerade hervorgebracht hat, die Nation, das Volk Israel. So what made Israel distinct from the other nations was their notion of religion. Was hat die Israeliten unterschieden von den anderen Völkern? Israel's religion was not an abstract belief, Also das Volk Israel, die hatten keinen abstrakten Glauben, but was an intense awareness of their relationship with the Lord. sondern sie waren sehr bewusst und hatten eine bewusste Beziehung zu Gott. Israel's understanding of God was very unique for the ancient world. Israels Verständnis von Gott war einzigartig für die Welt damals. Her religion rested in the memory of historical experiences. Ihre Religion hat auf die Erinnerung aufgebaut. There were historical experiences. Their religion was rested in a memory of historical experiences. Also die Religion hat darauf basiert, was vorher passiert ist, auch in ihrem Glauben. And these experiences were interpreted by faith. Und diese Erfahrungen, die wurden durch den Glauben interpretiert. For example, the Exodus. Wie zum Beispiel der Auszug aus That Ägypten. shaped Israel's history and their faith in the Lord. Was Israels Geschichte und ihren Glauben beeinflusst hat. Their society was not based on blood. Ihre Gesellschaft war nicht auf Blut, But in this historical experience and also moral decision. aber in der Geschichte damals haben sie wirklich auch moralische Entscheidungen getroffen. So Israel was connected to their God through this covenant that was established. Israel war mit ihrem Gott verbunden durch den Bund, der geschlossen wurde zwischen Gott und Israel. And this covenant rested on in God's gracious favor of rescuing His people from slavery. Und dieser Bund hat auf Gottes Gnade aufgebaut, was das Volk der Israeliten aus der Sklaverei befreit hat und ihnen Land gegeben hat. Yeah. So in the early times, Israel's society was classified by tribes. Also in den frühen Zeiten Israels war die Gesellschaft durch Stämme geprägt, Clans and households. Durch kleinere Stämme und auch durch die Familien. And everything in their society was based by tribes. Und alles in der Gesellschaft Israels war auf diesen Stämmen aufgebaut. And different from the pagan nations, Anders von der heidnischen Kultur Israel's religion was based on the future hope. war die Religion Israels, hat sie darauf abgezielt, dass sie später Hoffnung haben in der Zukunft. The Israelite religion was based on a divine purpose in history. Die Religion Israels hat auf die Zukunft geschaut und wie Gott da eingreift. And their religion was anachronic. That means that they could not make any image of God. Sie durften sich in ihrer Religion kein Bild von Gott machen. Any representation of God was strictly forbidden. Sie durften sich kein Bild von Gott machen, ihn irgendwie darstellen. Das war total verboten. And this was to protect the people of Israel from the pagan notion Und damit wollte Gott Israel beschützen von den heidnischen Völkern, that their God could be controlled.
sodass ihre Götter kontrolliert werden können. or manipulated by their own desires. Oder dass sie durch die eigenen Sehnsüchte oder Wünsche beeinflusst wurden. And we see that the God of Israel was an all-powerful God, Wir sehen, dass der Gott Israels ein sehr mächtiger Gott war. not a territorial God, Nicht ein Gott für ein bestimmtes Gebiet, but a God that had control over everything, all nations, all heaven and earth. aber ein Gott, der Kontrolle hatte über das ganze Land, über die ganze Welt. And that his power was not rested on the events of history, Und seine Macht, seine Kraft war nicht auf die Ereignisse der Geschichte beschränkt, but that he is the one controlling history. sondern dass er der Gott ist, der die Geschichte kontrolliert. So this is the faith of the people of Israel. Und das ist der Glaube des Volkes Israel. Because for the Canaanites, a different, like a rain or a flood, that is their gods, the power of their gods being manifested. Denn wenn die Kanaaniter eine Flut hatten, eine Überschwemmung, dann wussten sie, das ist von ihren Göttern her passiert. But for the Israelites, God was above that. Aber für die Israeliten ist es klar, dass Gott über dem steht und ihr Gott größer ist. And through everything in life, God had a divine purpose for that. Und durch alles im Leben hat Gott eine Bedeutung für sie. Yeah. So the main idea of the book of Joshua is to show the people under the covenant. Also das, was das Buch Josua rüberbringen möchte, hauptsächlich ist dieser Bund, wie der ausgeführt wird. Showing them how, the people of Israel how God brought them together to the promised land, Und wie Gott dem Volk Israel zeigt, wie er sie ins verheißene Land gebracht hat, fulfilling His promises, wie er seine Versprechen erfüllt and that how God was faithful to the covenant, und wie Gott seinem Bund immer treu blieb. and how God works wonders to bless His people. Wir sehen auch, wie Gott Wunder tut, um sein Volk zu segnen. So the book of Joshua is inspired to guide the people of Israel to walk in obedience. Das Buch Josua hilft den Leuten im Gehorsam auf Gott weiterzugehen. And loyalty and unity. Auch in Loyalität und Einheit. The book of Joshua was also to remember the people of Israel Im Buch Josua sehen wir auch, wie Gott das Volk Israel erinnert. that if they obey Erinnert sie daran, dass wenn sie and be gehorchen faithful, und wenn sie ihm treu sind, they will surely be blessed in the land that God has given them. dann werden sie auf jeden Fall gesegnet in dem Land, was Gott ihnen gegeben hat. Otherwise, if they decided to disobey and break the covenant, they will be cursed. Andernfalls, wenn sie nicht gehorchen würden, dann würden sie verflucht werden und der Bund wird gebrochen. So, a little bit about structure. Wir schauen uns jetzt die Struktur an des Buches. The book begins with emphasizing that God is God's faithfulness Am Anfang sehen wir, wie Gottes Treue hervorgehoben wird in dem Buch, in fulfilling His promises. wie er seine Versprechen erfüllt. And it's cool because at the end is not God's initiative, but Joshua initiating a renewal of the covenant. Und am Ende ist es nicht Gott, der den Bund erneuert, sondern Josua. So yeah, this first three sections, Diese ersten 3 Abteilungen, God is taking the action. God is doing something. da ist es Gott, der was tut, Gott, der aktiv wird. So He commands the people to cross the Jordan. Er befiehlt den Leuten, den Jordan zu überqueren. So they cross the Jordan. Also gehen sie über den Jordan. He tells them to take the land, Er sagt dem Volk, dass sie das Volk einnehmen werden und sollen. and they do it. Das tun sie. Then He commands them to divide the land between the tribes. Dann befiehlt er ihnen, dass sie das Land unter den Stämmen aufteilen. And in the fourth section Und der 4. Teil im Buch, is a contrast with the other ones, das steht im Gegensatz zu den anderen 3. because it doesn't start with a divine initiative, Denn es fängt nicht damit an, dass Gott was befiehlt, but is Joshua taking the initiative and calling the people to serve the Lord. sondern es ist Josua, der dem Volk sagt, dass sie dem Herrn dienen sollen und der wird initiativ. Questions? Habt ihr Fragen? No? Okay. So remember that I said in the beginning that this book
bothered me a little bit while I was studying. Erinnert euch daran, dass ich am Anfang damit zu kämpfen hatte, dieses Buch zu studieren, Especially concerning the killing of the Canaanites. vor allem mit all den Morden der Kanaaniter. So I spent quite a bit of time studying about this issue. Und deshalb habe ich mir Zeit genommen, um wirklich da mehr rauszufinden. And I want to talk about this theological problem with you. Und ich möchte jetzt mit euch über dieses theologische Problem sprechen. So questions that popped up when I was studying this book. Fragen, die mir gekommen sind, als ich dieses Buch studiert habe. How to understand the killing of the Canaanites? Wie können wir die Tötungen der Kanaaniter verstehen? Did God really command the Israelites to kill every Canaanite who came before them? Hat Gott den Israeliten wirklich gesagt, dass sie alle Kanaaniter umbringen sollen, die da waren? And how could a good God command the killing of women, men, and children? Und wie kann ein guter Gott es zulassen, dass Männer, Frauen und Kinder getötet werden? Doesn't this look like a genocide? Sieht es nicht aus wie ein Genozid? Maybe you don't have a problem with this, Vielleicht hast du kein Problem damit? and that's really good, because you maybe understand God's character, and this is awesome. Das ist sehr gut, weil dann verstehst du wahrscheinlich Gottes Charakter und das ist super. But I thought that I understood God's character until that I needed to study this book deeply. Aber ich dachte, ich habe Gottes Charakter verstanden, solange bis ich dieses Buch tiefer studieren musste. I saw that there was doubt inside my heart. Dead? Doubt. Ah, Doubt. Yes, not doubt. Ich habe gemerkt, dass da Zweifel in meinem Herzen sind. Death as well, right? Interest from wages. Okay. So doubts concerning these issues in the Bible. Also ich hatte Zweifel in Bezug auf dieses Thema in der Bibel. I used to ignore them. Und ich habe die einfach ignoriert vorher. I used to just like, no, God is good, but don't really want to wrestle with this issue. Also ich habe einfach gesagt, ja, Gott ist gut und habe das ignoriert, denn ich wollte mich mit diesem Thema nicht auseinandersetzen müssen. But God challenges us to question. Aber Gott fordert uns heraus, dass wir Fragen stellen. God does want to sit in His presence and say, what is going on here? Dass wir in seiner Gegenwart sind und fragen, hey, was geht hier gerade vor sich? I don't agree with this. Ich stimme damit nicht überein. And then you sit in silence and just let Him speak with you. Und dann sitzt du einfach in der Stille da und hörst auf ihn. So while I was studying this, we're going to go into these topics. Während wir das studieren, schauen wir uns diese Themen an. Yes, we can ask questions. Ihr könnt gerne Fragen stellen. We can disagree. Wir können auch nicht übereinstimmen. But we need to always step back and understand that our God is sovereign. Aber was wir tun müssen, ist einen Schritt zurückzugehen und zu verstehen, dass unser Gott in dem souverän ist. So this is one of the hardest issues among scholars about the Bible. Das ist eines der schwierigsten Dinge oder was oft missverstanden wird und nicht gleich gesehen wird, wenn man die Bibel studiert. And throughout history, many people start refusing the authority of the scriptures because of the killing of people, like this amount of killing. Und viele Leute konnten nicht an das Wort Gottes als wahr glauben, weil sie diese ganzen Morde hier drin gesehen haben und damit nicht übereingestimmt haben. So how can we understand what God is commanding the people here? Wie können wir also verstehen, was Gott dem Volk Israel hier befiehlt? So let's just understand where God commanded the people of Israel to devote to destruction the people of Canaan. Also wo können wir sehen, wie Gott den Israeliten befohlen hat, die Kanaaniter zu zerstören? It's a specific word, look it up in 5 Moses 7 and see what word it is using. Devote to destruction. Devote to destruction. I think in German it's to ban. Den Bannvollstrecken oder so. Ah, Guck mal, was da 5. steht. Mose 7. Okay. Yeah. Also die Israeliten sollten einen Bann an den Kanaanitern vollstrecken. Yeah.
So in Deuteronomy chapter 7, verse 1 to 2, Also in 5. Mose 7, Vers 1 bis 2. This is a command. When the Lord your God brings you into the land that you are entering to take possession of it, and clears away many nations before you, the Hittites, the Amorites, the Amorites, the Canaanites, the Perizzites, the Hivites, the Jebusites, 7 nations more numerous and mightier than you, and when the Lord your God gives them over to you, and you defeat them, then you must devote them to complete destruction. You shall make no covenant with them, and show no mercy to them. Also Kapitel 7, 1 und 2. Wenn der Herr, euer Gott, euch in das Land bringt, das ihr nun erobern werdet, wieder viele Völker vor euch vertreiben. Die Hethiter, Girgashiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. 7 Völker, die alle größer und mächtiger sind als ihr. Wenn der Herr, euer Gott, sie euch ausliefert und ihr sie besiegt, sollt ihr sie vernichten. Schließt keine Verträge mit ihnen und verschont sie nicht. Und das Vernichten oder den Bann vollstrecken heißt ja, steht unten noch, mit dem hier gebrauchten hebräischen Begriff ist die vollständige Übergabe von Dingen, Tieren oder Menschen an den Herrn gemeint, indem diese entweder vernichtet oder als Opfer dargebracht werden. We also have the same commandment in Deuteronomy 20. Wir haben den gleichen Befehl in 5. Mose 20. But we see throughout the Torah that God was commanding his people to not associate themselves with the people of Canaan. Und wir sehen in der Torah, dass Gott sagt, dass sein Volk sich nicht mit den anderen Völkern mischen soll. The book of Leviticus had a bunch of commandments and warnings concerning this. Im 3. Buch Mose gab es viele Warnungen in Bezug auf das. So we need to understand one thing about the Mosaic covenant. Und was wir über den Bund, den Gott Mose gegeben hat, verstehen müssen, ist Folgendes. The laws that God gave through Moses was temporary Die Gesetze, die Gott Mose gegeben hat, waren für eine bestimmte Zeit and not universal. und die waren nicht allgemeingültig. In scriptures we see that the law of Moses was until a better one would come. Wir sehen, dass das Gesetz, was Gott Mose gab, so lange gültig war, bis ein besseres gekommen ist. And we see that in the Old Testament that God is at work to restore the ideal that he has for humanity. Und wir sehen im Alten Testament, dass Gott gearbeitet hat und das Ideal wieder erneuern wollte. The ideals were established in Genesis 1 and 2. Also dieses Ideal oder dieser Maßstab, der wurde in Genesis schon kreiert. When we see that all humans are God's image bearers, Wo wir sehen, dass alle Menschen im Ebenbild Gottes geschaffen they sind, have dignity, die Würde tragen, worth, and moral responsibility. Wert und auch eine moralische Verantwortung. So the Mosaic covenant In dem Bund, den Gott mit Mose geschlossen hat, was necessary for God's unfolding plan. der war wichtig, um Gottes Plan mit den Israeliten weiterhin zu But zeigen. was not God's final word. Aber es war nicht das letzte Wort, was Gott gesprochen hat. The law works as a tutor for the people of Israel. Das Gesetz ist wie ein Tutor oder ein Helfer für Israel, Preparing Israel to the coming of the Messiah. was Israel darauf vorbereitet hat, dass der Messias kommen wird. So it was a gracious gift to the people of Israel. Es war also ein gnädiges Geschenk für das Volk Israel, Because it was bridging Israel with God's ideal. es hat das Volk Israel mit Gottes Ideal verknüpft, But not forgetting the realities of the ancient world. und dabei sollten sie nicht die Realität der Welt des Zeitalters damals vergessen. We see that the law that God gave to Moses made a lot of improvement. Wir haben gesehen, dass das Gesetz, was Gott durch Mose gegeben hat, sehr viel verbessert hat. If you go and you read the code of Hammurabi and all the codes for the people of Canaan, Wenn ihr euch andere Schriften anguckt, wie zum Beispiel die von Hammurabi und anderen Kanaanitern, they were so broken. das war so kaputt und zerstört. So God was given this law to, we say, humanize the people of Canaan.
Gott hat also dieses Gesetz gegeben, um die Menschen ja menschlicher zu machen oder zu zivilisieren. through the example that Israel was supposed to portray. Durch das Beispiel, dass Israel Gott dadurch auch verherrlichen sollte und zeigen sollte. We also need to remember that God's grace, that the Old Testament reminds us of God's grace despite of human brokenness. Wir müssen uns auch daran erinnern, dass im Alten Testament Gottes Gnade sichtbar wird, trotz all der menschlichen, all the Human brokenness. Trotz all der Verwundbarkeit des Menschen. Yeah, and also on despite of the damaged social structures. Und auch trotz all der sozialen Strukturen, die nicht da waren. And it's crazy to see in the Old Testament how God uses sinful and broken people to accomplish His plans. Und es ist sehr erstaunlich zu sehen, wie Gott im Alten Testament Menschen benutzt, die sündig waren und zerbrochen, um ja in seinem Plan weiterzugehen. Even though it seems so inefficient. Auch wenn das nicht so effizient aussah. God could just decide and do everything by himself, but He decided to use us. Also Gott hätte das alles auch selber machen können, aber er hat sich entschieden, uns mit in seinen Plan einzubeziehen. And we also need to remember while studying about the killing of the Canaanites that God didn't treat Israel with a blind favoritism. Und wir müssen auch betrachten, dass da, wo Gott die ganzen Kanaaniter hat töten lassen, er nicht das einfach in blinder Gunst getan hat oder ja. The same way that God was judging the other nations, He will judge Israel in the future. So wie Gott die anderen Nationen gerichtet hat, hat er auch Israel in der Zukunft gerichtet. Because God was at work in the other nations as well. Denn Gott war auch in den anderen Völkern am Werken. So while studying this books, don't forget about what God was doing in the other nations. Und während wir dieses Buch jetzt studieren, vergesst nicht, was in den anderen Völkern gerade abging. God choosing Israel was not the end in itself, Gott hat Israel auserwählt, aber das war nicht das Ende, but it was a way to bless other nations. sondern es war eine Art, wie er andere Völker auch segnen konnte. So this word devote to destruction or to ban. Also diese Worte einen Bann vollstrecken. It's in Hebrew the word Herren. Auf Hebräisch heißt es Herem. Yeah. And this we must. It's a super difficult word to translate. Und es ist echt ein schwieriges Wort, wenn wir das jetzt übersetzen sollen. I like more the German translation than the English translation. Ich mag die deutsche Übersetzung mehr wie die englische. Because the English translation, they just say devote to destruction. Denn im Englischen steht das, sich Zerstörung hingeben. But the German translation is like to place under a ban. Aber im Deutschen steht einen Bann vollstrecken. So this word not always mean to destroy, Also dieses Wort bedeutet nicht immer zu zerstören, but can also mean to devote something under religious receptions. sondern es kann auch meinen, etwas unter die Religion zu stellen und This word can be used in the context of worship. also das kann auch in Bezug auf Lobpreis oder auf Anbetung angewendet werden. But we see that in cases of conquest, it means destruction Aber wenn wir uns Eroberung anschauen, dann meint es Zerstörung, most of the time. meistens. Yeah. So Herren must be understood as a limited policy. Also was Herren bedeutet, ist eine eingeschränktes Gesetz. And it was supposed to be executed just in the nations that God commanded in Deuteronomy. Und es sollte ausgeführt werden durch das, was Gott schon in 5. Mose gesagt hat. And we see even in the law that the nations that were far off from the territory that God was giving to them, Und wir sehen schon im Gesetz, dass die Leute weit weg waren von dem, was Gott zu ihnen gesagt hat. there was supposed to start with propositions of peace. Und sie sollten zuerst Frieden bringen. So
to devote to destruction can sound really offensive. Also sich Zerstörung hingeben, das kann sehr viel Abwehr erzeugen. But remember, that is a limited policy. Aber denkt daran, dass es nur ein begrenztes Gesetz ist. And it was not meant to use whenever the people of Israel wanted to use. It was not. It was not. Und die Israeliten konnten das nicht immer einsetzen, wann sie wollten. So we can ask, was the Canaanites that wicked to God to ask to destroy them? Und wir könnten fragen, war der Gott der Kanaaniter zu schlimm, That wicked. Were the Canaanites that wicked to God to command to destroy them? War der Gott der Kanaaniter so schlimm, dass die alle umgebracht werden mussten? Because we see throughout Israel history that they were not that good as well. Denn wir sehen durch die ganze Geschichte Israels, dass die Kanaaniter nicht so gut waren. But we see that the Canaanite religion was really wicked. Aber wir sehen, dass die Religion Kanaans sehr schlimm war. They were not the worst specimens of human beings in the face of the earth. Also die waren nicht die schlimmsten, die es gerade zu der Zeit auf der Welt gab. But they were truly morally corrupt. Aber die waren sehr immoralisch. And during the time of Joshua, it was the time that God said that it was over. Und in der Zeit Josuas hat Gott gesagt, jetzt ist es vorbei. It was time for divine judgment. Es war die Zeit, dass Gott eingreift. So that God could use Israel to accomplish His saving purpose in history. Also dass Gott richtend eingreift und wirklich den Zweck und das Ziel mit Israel weiterbringt und zeigt. And we see that the same way that God judged the people of Canaan, He judged the people of Israel in the future. He's going to judge the people of Israel in the future. Und wir sehen, dass Gott die Kanaaniter gerichtet hat und es später aber auch mit den Israeliten getan hat. And this killing of the Canaanites happened under a specific revelation. Und all die Morde an den Kanaanitern ist in einer bestimmten Offenbarung passiert. Without this revelation, Israel was not supposed to practice herring. Ohne diese Offenbarung oder das Wort Gottes hätte das Volk Israel das nicht tun dürfen. And we see in scriptures that every time that Israel tried to enter in battle without the command of the Lord, they suffered. Und wir können auch sehen durch die Geschichte hindurch, dass da, wo die Israeliten ohne das Wort Gottes in den Kampf gezogen sind, da haben sie Zerstörung erlitten. So this was not supposed to be universal. Also das war nicht allgemeingültig All apply to all cultures. und es konnte auch nicht in allen anderen Kulturen angewendet werden. And we also need to understand that in the ancient Near East descriptions of war, Was wir auch verstehen müssen, wenn wir Krieg anschauen in dieser Zeit damals, they use a lot of repetition, like we see here in the book of Joshua. dann wird da viel wiederholt, wie wir hier in Josua lesen. And they also use a certain structure, as we also see in the book of Joshua. Und wir sehen auch eine bestimmte Struktur in dem Buch Josua. They use words as like, we killed all the people of the land, or everyone that was there. Also sie haben Worte benutzt wie, wir haben alle umgebracht, jeden, der da war. We left no one alive. Wir haben keinen am Leben gelassen. So the same rhetoric that is used in the ancient Near East accounts for war is used in the Israel society. Also die gleiche Rhetorik, die damals in der Zeit benutzt wurde, sehen wir auch im Buch Josua. And then we're going to see here in the book of Joshua that the first accounts of war, they have a lot of information, a lot of records. Also wenn wir Josua lesen, dann sehen wir, dass da sehr viel über den Krieg aufgelistet wird. They are described with a lot of details, Die gehen da sehr ins Detail. but this will start decreasing as we read the book of Joshua. Aber das wird immer weniger, wenn wir im Buch Josua weiterlesen. And then it finishes with a list of kings that Joshua conquered. Und dann gibt es da auch eine Liste, all diese Gebiete, die Josua eingenommen hat. This is the same structure that the ancient Near East people will use. Das ist die gleiche Struktur, die
im alten Orient benutzt würde. And we see in the book of Joshua that the people of